Goedemorgen. Ik grüße jullie in de naam van onze Herr Jezus Christus. En mij vrij dat als mij aangeluid wordt om hier aankomen. So, wat wil je vandaag hier? De Überschrift van mijn boodschap is een vruchtbare Christ. Zo wie vruchtbaar. En ik doe veel voor. So, ik bekijk me door was ik daar 3 wo de vormers nu zij doen aardabreem. Die doen draschen, die hebben zich zo bemerkt en zich veel arbeid gemerkt, dat ze geen fijne aard aanbrengen. En dan kwam de vrouw zo aan, zijn ik een vruchtbare Christ, dat ik word voor God, dat ik voor God arbeiden, dat ik word nogmaals, wat mijn aard is, wat voor God doen, wat een aard zijn. Oder wat voor een aard wat te zijn. Wanneer we ons de vormen bekijken, dan wie als Mennoniten zijn goed bekend met vormen, de meeste van ons. En we weten dat ook, dat wanneer een vormen planten dat om de aard aan te brengen, die verlangt ook wat van die krijgen. Die wordt zijn loon ook krijgen dafür. So, ik wil vandaag van reden van vruchtbaar zijn, van de aard aanbrengen, dat we niet worden durven voor God doen met laat je heen, wanneer we doen zijn. So, ik wil eerst lezen uit Galater, kapitel 6, vers 37. Ik wil hier, leef ik er nog boezig derg maken gaan, dat ik dat hier derg krijgen. Aber hier lesen wir so, das sagt, ernt jut nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Wo der Mensch sät, das wird er ernten. Wer der sät den Fleisch zu fallen, der wird von dem Fleisch das verdorben ernten. Wer aber sät den Jäst zu fallen, wird von den Jäst das ewige Leben ernten. Weil wir nicht meid worden, Gott zu tun, weil wenn wir nicht möglich worden, wo wir ernten, wann das erst Zeit dazu ist. Deswegen soll wir, so viel als wir Gelegenheit haben, an alle Menschen Gott dienen, und besonders an die, die mit uns am Glauben stehen. So hier sagt dort, was der Mensch sagt, was er ernten, das ist uns so gleich andeutlich, das habe ich gut verstanden. Wenn die Farmer hat Korn geplant, dann wird er eine Korn ernten, so das ist uns deutlich. En Jezus dat ons vielmals vergelijken. Want Jezus redt vielmals tegen gelijkenissen. Waarom dat dat staat? Ik denk dat we doen eens dat we dat verstaan kunnen. Hij deed veel tegen gelijkenissen reden. En hij vergelijkt ons met zo'n wat er jetzt zoet zijn, of hij vergelijkt ons met een rank, die om een wijnstiet is, of hij vergelijkt ons ook met een vruchtboom. So, hier sagt het, Gott lässt sich nicht spotten. Dort wird wir sehen, wo wir ernten, und das ist mir deutlich. Wenn wir unseren Fleisch leben tun, und Fleisch die Wellen tun, der Ernte, wo wir kriegen. Was viele Menschen sagen, die leben, wenn sie erst Christen sind, wahre geboren sind, dann hält sich das auch al meest gelijk, dann sind wir geraten ans Gott. Und das ist auch so, wir können geraten sein, aber wir sind 2 gerecht, und die Christen wollen an das erste gerecht tun, und auch noch Rechenschaft geben für uns Leben. Da wird unser Ernte auch kommen. So, das ist wichtig, dass wir uns Leben bekehren, in sein Wort da ich für Gott, oder da ich überhaupt eins Wort für Gott. Wo kann wir gute Süd sein, oder wo kann wir eine gute Art anbringen? Dort kommt durch unsere Worte. Unsere Worte, die wir tun, die teilen. Na, ich wollte klar merken, dass unsere Worte raten uns nicht. Ich rede nicht von der Radung. Aber unsere Worte, die wollen uns herankommen. Und bloß einmal geraten sein und dann nicht mal tun für Gott, ist nicht, was Gott sein Plan ist, und was nicht gut utkommt für dich. So, wenn wir uns mal
bekijken, even bloß de laatste tijd. En jeder einzelne für sich selbst. Was habe ich geplant? Was habe ich gesagt? Wir müssen ons leven zoals wir leben doen, so do wir sein. In Lukas Kapitel 8, Vers 4, da ich auch lese, wie es steht. Dort Gleichnis von in Simon, sagt in aus sich viel Volk tut gesammelt haben, andere noch von alle Städten kommen, redet euch in ein Gleichnis. Die jenken Mond rüht, so zu sein, und als hij sagt, fall eingeht, bezieht den Weg, da wird verklingt in die Fehl kommen und freiten dort ab. Eingeht fall ab, ein Stein, und sobald es dort abkommt, verdreht dort, weil es dort nicht Fähigkeit hat. Wat davon fall man Disteln, und die Disteln kommen auch ab und stecken dort. Aber wat davon fall ab in gode Erde, dort kommt ab und braucht 100-mal so viel. Und als er das gesagt hat, dann schrie er, wer Ohren hat zum Hören, dem lot hören. So, wir sehen jeder Tag mit onze Wert, mit onze Worten und mit ons Leben. Wat je wie neemt dat sehr verken, sehr gleichzeitig. Wenn wir uns bekicken, so viele Christen leben, und da tale ich mir uns die Zeit noch mit an, wir nehmen das so gleichzeitig. Wir sind zufrieden, dass wir gerat sind, und das ist so gut. Aber was about von du und von du wieder? So, der Süd, der wir alle gut. Du wie kein von der Süd, was der Wort gestreut wie nicht gut. Aber du wir, dort sagt hier dort, aber mal Worte von, fall ab Gott die Erde. Weil wir von der sind, was du ab der Gott die Erde sehen. Und dann weil wir uns auch bemühen, dort wir wollen, dort ankrüht in der Sinn, und das Fleisch zu sich schaffen, dann war wir eine reine Arnd für Gott haben. Und du kick ich vorwärts nu. Ich weiß nicht, als ich bekannt sind mit das Leute haben mich noch immer angeredet, das redet von, muss ich jeden mit leeren Händen so für meinen Heiland stehen. Und dort ist ein Leute von, als ich nicht jung war, dort hat niemals für jeden, wenn ich wusste, ich würde für Gott stehen, und das war wir alle, aber mit Leuten hing, oder wo wir du noch eine Art anbringen, wo Gott gefallen hat. Und wir wollen das hier bald lesen, wo Gott hat gefallen, und wenn wir eine Art anbringen. Du wirst dich dort uitwiesen, was von der Art dort ist, was von der Sorte. Und wenn wir reden von Worten, wo wichtig gute Worten sind, wenn wir uns so nicht raten, aber die sind ein großer Part von den Serien, was wir sind, in einer Offenbarung, du hast eine Vers in Kapitel 14, Vers 14 sagt dort, und das ist, wo Johannes die Vision hat, oder eine Vision wir, wo er die Offenbarung geschrieben hat, dann sagt das hier, dann hier eine Stimme von Himmel zu mir sagen, schrieb, selig sind die Toten von nu an, die an dem Herrn sterben. Ja, sagte Jeist, dass sie von ihrer Arbeit leben, sie nehmen ihre Werke mit sich. Wenn wir sterben, dann ist uns, du wird unsere Arme aufgemerkt, und dann, wenn wir du vor Gott stehen, du wird die offenbar werden. So, das sagt hier dort, unsere Worte, die fallen uns nur durch. So ist es wichtig, dass wir Gott Worte tun, haltet Wort an, ja, das. In Jakobus Kapitel 2, Vers 14 lesen, was haltet Bruder, wenn ein Mensch sagt, er hat Glauben, und hat aber keine Worte, kann ihn Glauben am Raten? Wenn ein Bruder oder eine Sache nicht untertreiben und zu essen hat und je zu ansehen würden, gut mal am Fried, holt ihn warm und et ihn satt, und je würden an nicht geben, was an fehlt. Was wird an dort helfen?
so ist es auch mit dem Glauben, wenn die nicht wirken hat, dann ist der tot. So wir sehen dort, dass die Wirken, was wir in uns Leben tun, dass wir uns uitleben tun, uns Leben hier auf der Erde, das merkt einen großen Unterschied. Und dann denke ich für an, was tue ich für Wirken, was tue ich für Gott? Die meeste verlangen von dem Prediger, das alles zu tun, das Evangelium zu spreiden, Menschen zu halten, die in Trouble sind, die verlangen das von der Lehrerschaft oder von den Predigern. Aber dort ist die Kirche, was das soll richtig sein, dort ist nicht der Prediger. Der Prediger, dort ist es der Hort, der Schub feuden, aber wie als Kirche haben das verreicht, und Gott verlangt es von uns, dass wir richtig sein. Dort verlangt er von mir und von dir, von uns allen. Und was haben wir gesagt in der letzten Woche, oder in der letzten Monat, oder in der letzten Jahr? Haben ein Mensch von dem Evangelium vertalt, wenn wir das weiten, oder das nicht weiten? Oder haben wir ein gutes Werk getan? Haben wir die gehalten, was der halt fehlt, das wir hier lesen? Wenn wir weiten, dass wem an Eten fehlt, oder Kleider, oder was immer, und wir das nicht tun, dann ist uns Glauben tot. Dann hat das nicht viel, oder das hat nichts. Und dort der Glauben, der bewegt sich nicht mal. So, das ist das, was wir sehen mit uns Leben, mit unseren Worten. Und die wollen sich ganz klar durchdauen, einen Tag. Und dann, vielleicht ist es uns auch mit einer Rang, der umsturm ist. Da wir lesen in Johannes, Kapitel 15. Du sagst Jesus dit, ich sehe der rechte Weinstieg in mein Vater ist der Weingärtner. Alle Ranken an mich, die nicht Frucht trauen, schnitt er auf, aber alle Ranken, die durch Frucht trauen, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringen können. Die sind all euch das Wort gereinigt, dass ich zu ihnen geredet habt, blieb an mir und ich war an ihnen blieben, so als eine Rank nicht Frucht bringen kann, wenn die nicht an der Weinstieg bleibt, so kann die auch nicht Frucht bringen, wenn die nicht an mir blieben. Ich sehe die Weinstieg und die sind die Ranken. Wer an mir bleibt und ich an ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich kann die nicht staunen. Wer nicht an mir bleibt, der wird so aus einer Rank weichgeschmissen. Und die weichgeschmissene Rank verdreht und dann wird die abgesammelt und am Vieh geschmissen und verbrannt. Wenn die an mir blieben, und meine wir an ihnen blieben, dann fragen sie, was die wollen, und die wird dort gegeben worden. Mein Vater wird dadurch geehrt, wenn die viel Frucht bringen, meine Jünger worden. So, er sagt, wann die an mir blieben, da will ich viel Frucht bringen. Das ist sehr schwer, der unter sein. Wie viele Christen haben Gott angefangen und die blieben da nicht bei? Dort scheint sie, die waren waren die Meiden, fangen unter Hänger looten, die Kirche ist nicht mal ganz so wichtig, wenn es passt, dann fahren wir, wenn es nicht passt, dann fahren wir nicht. Die Gebetsstunden, dort wird meist ganz Hänger looten, am meisten von der Kirche. Ich glaube, gleichzeitig sind es vielleicht 10% von Kirchenmenschen, die die Gebetsstunden kommen. Das ist auf ihrem Schuld, aber ich glaube, die können uns bloß das mal bedenken. Wo bewegt Gott seine Kraft sich, mir oder wo hier wie von, was Gott tut, das ist gewöhnlich nicht ab die Bett stehen. Aber dann ab eins, dann scheint sie, wir haben Gott angefangen, wir sind eine gute Rang und wir sind so mutig, wenn wir uns bekehrt haben, können uns so meist nicht, wissen uns meist nicht rufen, wir wollen die ganze Welt dort sein. Und ein paar Jahre später, 10, 15, 20 Jahre später, wenn wir uns dann betrachten und dann waren wir an, die Frage ist ja du mal, wie tun die nicht mit? Eins, wo ist dort so gesagt aufgefallen. Er sagt, wenn die an mir blieben, da will ich Frucht bringen. Wenn die nicht an mir blieben,
dann wird der Rang aufgeschnitten, aber wenn der nicht Frucht bringt, dann wird der aufgeschnitten, dann wird der im Vieh geschmissen. Das ist ein Vergleichnis, ich glaube, das ist ein feines Vergleichnis, das uns dort soll ein bisschen umdrehen, zum manchmal sein. Der ich noch Frucht, aber als mein Sanakel ganz top gedreht. So ist dort, dass Gott uns verglichen mit der Rang. Und er verlangt dort, und er sagt hier, mein Führer wird du der geirrt, wenn wir viel Frucht bringen, seine Jünger worden. Wann hier wir erst, wenn noch nicht Gott sein Jünger ist, von der würden gute Zeit sein, sein Jünger zu werden, und dann vor allem schaffen. Wenn wir uns einen Apfelbaum bekicken, wenn wir von einem Apfelbaum reden, das kann wir alle gut uns als dort ganz bekannt, das ist gleich schwer zu verstehen. Was würde das halten, wenn wir einen Apfelbaum haben, weil wir sein, und der keine Frucht bringt? Jahr nu, was hat das? Was würde das nützen? Hat ein Apfelbaum 100% alles gute Frucht? Vielleicht nicht ganz, aber ein gesunder Baum, der hat wenigstens meistens 100% gute Frucht. Solange wir an das Fleisch sind in dieser Welt, du wollen Dinge sein, die uns anhängen, was wir nicht wollen, die Gäste wollen das und das Fleisch will das andere, die sind sich gegenüber. Ich sage nicht, dass wir wollen 100% vollkommen sein und perfekt, aber wir sollen nur streben. Wir sollen uns bemühen, du Arm. Und dann, wenn wir gesund sind, jährlich, da wollen wir wenigstens meist einmal bloß gute Frucht bringen. Du siehst mir Sachen an. So, wenn wir uns sehen, nicht den Nächsten, in sein, wo steht er mit uns? Was von eine, wo ich, wenn ich vor Gott stehe, wo ich den Namen bringen? Wo ich zufrieden sein, oder wo ich mich da schämen machen, oder wo ich mich das sagt du, dass du für viele, wenn ich von du sein, du wirst nach einem großen Trüren sein, aber er soll was geraten werden. Sie wollen Schulden leiden. Da wollen wir hier bald lesen. Wir mal von ein bisschen von Worten kicken in Galater Kapitel 5. Du sagst, das ist das. Ich sage Ihnen so, wohnt am Jeist, da wo ihr das nicht tun, wo nur das Fleisch gelasten wird. Weil das Fleisch verlangt genau dort, wo der Jeist nicht will, und der Jeist will dort, wo das Fleisch nicht will. Dabei sind sich immer gegenüber. Dort die nicht tun, was die tun mochten, wenn die vom Helden Jeist regieren lassen, haftet gesagt, nicht mehr zu sein. Wo das Fleisch verworfen hat, ist klar. So hier wir mal checken, was das hier sagt, was die Gouverneur, was die Dinge sind vom Fleisch. Das sagt, dass du als Ehebruch, Hürerie, Unreinheit, unbändiges Leben, Aufjäterie, Zerberie, Feindschaft, Streit, Habsucht, Wut, Nusigsannen, Sang, in Spolerie, in Aufgans, in Mord, in Süpen, in Freten und so was mehr. Aber hier mit gewachen. Das sind die Werke vom Fleisch. Was ihr dort als Schuh, dass einer sich einmal so fällt, dass einer zu viel von diesen Werken nach der, einmal dann wird einer dort an. Aber ich glaube, wenn wir dort arbeiten, dass wir von diesen Dingen in uns Leben haben, wenn uns die Leute sind und wir Buße tun und die davon reden, dann ist dort vergift, dann reinigt Gott uns. Aber diese Dinge sollen nicht in uns Leben sein. Wenn wir Gott sind dann geworden sind und wie fruchtbar sind, dass der Rang wird an Christus blieben, dann sollen diese Dinge nicht in uns Leben sein. Und von der schon Tag ist dort mit der Ehebruch und der Hürerie und das unbändige Leben sehr aus Kontrolle, manche Christen auch. Meist kriegt über die ganze Welt ist dort sehr aus Kontrolle, das unbändige Leben. Und das soll nichts dort sein. Und wenn wir mal gucken, was ist die Frucht von den Jeist? Dort sagt hier auch ganz klar. Und die Frucht, die können wir auch haben. So, die Jeist
seine Frucht, der ist Lief, Fried, Geduld, Freundlichkeit, Gottgesonnen, Glauben, Gelendigkeit, Selbstbeherrschung. Gegen so eine erste Gesetz nicht. Die Christus Jesus angehören, haben das Fleisch mit der Last und der Leidenschaften gekreuzigt. So darf das klarer sein, als was der Schreiber hier sagt. Ich glaube, das darf nicht klarer sein als das. So, weil wir uns sicher sind, dass wir nicht Import nehmen von diesen Worten vom Fleisch, von Spolerien und all die böse Dinge, und leicht beleidigt sind, und sehr leicht anschließend ganz leichtmütig merken und verbrucht merken. Weil wir uns mal üben an die Dinge, was der Jeist seine Frucht ist, dann wird uns das auch schön gehen am Leben. Uns wird das meistens schön gehen an uns Leben. Wat je in Römer Kapitel 8, Vers 1, die Vers, die kann wir leuk rennen, aber meist alle kann wir die vielleicht utwendig, der redet davon, du hast nicht mehr zu verdammen an die, die in Christus sind, die nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so, als der Geist das verlangt. Mit die viele Menschen brauchen diesen Satz, sie brauchen den Vers, aber die sagen den lang nicht ganz. Auf Englisch ist das auch sehr fein zu verstehen. Dort sagt, there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. Und der Satz wird sehr viel eingebracht durch. Und das hier sich schein, und das ist auch schein, aber das sagt, wieder sagt er, die nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so als der Geist tät. Dort merkt ein großer Unterschied. Viele, die sagen, dort sein ein Gebet, oder erst wir halten mit ein Gebet sein, dann sind sie gerät. Und das kann auch so passieren, und das soll auch so passieren. Aber das sollte sein von du an, wenn du nicht Leben ist nahe kommst. Wenn dort nicht ein Unterschied mehr an der, wenn dort nicht zu sein ist, ein großer Unterschied ist von einem Christ oder nicht Christ sein, dann wird das zu Segen, was dort steht. Wir dort wirklich oder wir nicht gefallen. Weil wir uns sicher sind, dass das Glauben ist. Ich weiß, was von der Fred uns ganz kurz stärking von uns Joel ist mal so klein. Und er will nicht schwierig, warum muss Jesus angenommen? Er will weiten, wo der hingehen, wo nicht Gott seine Kinder sind. Auf Deutsch könnte man sich so erklären, wenn er das auf Englisch so fan kann, aber und wie das wichtig, wo gehen die Menschen hin, wo zu Gott gehören? Die gehen in den Himmel, oder wie am klar. Dann will er weiten, wo gehen die hin, wo nicht Gott seine Kinder sind. Weil meine Frau hat einem das erklärt, die gehen in der Hall. Und dann, weil er weiten, ist er nicht schwierig. Und jetzt noch mal sagt, ja, und wie das wichtig. Er wird 3x3 kommen den Tag. Seine Mama und fragt, was meint er, wo macht das? So, meine Frau hat ihm das erklären, sie sagt, ich muss euch mal das erklären, dann knallt er sich all hin und nimmt Jesus an. In so ein Glauben, als Kinder haben, so viel uns, als große Menschen. Wenn wir können so ein Glauben haben und so glauben, als ein Kind hat, da wo wir vielleicht viel mehr tun für Gott. Als Jesus seine Jünger, da auf einer Stelle proben, die Kinder wegzuholen von Jesus, na, das hier für Große, das ist hier nicht für Kinder. Die wollen die Kinder zur Zeit schreiben, nun wollen große Menschen mit Jesus reden. Jesus sagt, sagt er, hindert die Kinder nicht von mir kommen. Und dann sagt er, wenn die nicht wollen so bekommen, als ein von diesen Kindern, dann wollen die nicht in der direkt ankommen. So, weil wir uns sehen, wo wir stehen und wo das erst mit unseren Worten und was wir sehen, was von Art, was wir Gott bringen. Weil wir noch wieder lesen an 1. Korinther Kapitel 3, Vers 5 durch 17. Und hier hast du doch, was so klar verdeckt mit
mit Planten und Jäuten und wer das Wasser merken und so weiter. War mal horchen, das ist ein bisschen lange Dinge, ich wollte hier so ganz zu lesen und noch ein bisschen erklären, das sage ich, und wer ist Apollos und wer ist Paulus? Dort sind deiner, durch die je zum Glauben gekommen sind. Und jeder von der bei der dort, wo Gott Angelegenheit gibt. Auch die Planten, Apollos Gott wuter, aber Gott mögt das wissen. Du weißt erst nicht der Wort, der Planten dat, und nicht der Jäten dat, wer wird erst als Gott, der wissen merkt. Zwischen dem, der Planten dat, und dem, der Jäten dat, als kein Unterschied. Wir behören, was das nächste sagt. Gott wird in jedem nur belohnen, was er Arbeit hat. Wir sind Gott seine Mitarbeiter, und die sind Gott sein Ackerwerk. Und Gott sein Bierwerk. Du nur, als Gott mir genug gibt, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Biermeister. Ein anderer Grund, oder ein anderer Bütubuven wieder. Aber laut in jedem vorsichtig sein, woher du Buven büt. Keiner kann einen anderen Grund leiden, als der gelegt ist. Das ist Jesus Christus. Auf diesen Grund kann mit Gold, Silber, Dierensteine, Holz, Heu oder Stroh wieder gebüht werden. Bei jedem seine Arbeit wird für den Tag kommen. Der Gerichtstag wird dort klar merken, was blieben wird. Weil der Tag kommt mit 4. Durch das 4 wird sich wiesen, von wo sagt jedem seine Arbeit wir. Und wenn dort, wo ab den Grund gebüht ist, die 4 Probe Stunden wird er ja an ihr Lohn kriegen. Wenn aber irgendwen sein Werk verbrennen wird, da wird er Schulden leiden. Er soll über Wort gerat worden, aber muss gut so aus dem 4 geräten. Wollt ihr nicht, dass die Gott sein Tempel sind und dass Gott sein Jeist in ihnen wohnt? Wer Gott seinen Tempel zu schon merkt, der merkt Gott zu schon. Gott sein Tempel ist heilig und die sind der Tempel. So, das ist gleich schwer zu verstehen. Das ist sehr klar. Wir tun alle Bühnen. Und hier sagt er, ab den Grund, du kannst wie Bühnen mit den Dingen, was er hier sagt. Mit Gold oder mit Stroh. Weil die Worten vom Fleisch, dort ist bloß mit Stroh Bühnen, da wird alle verbrannt, du wird nicht gut vom Leben. Bloß die. Und dann sagt er, sieht vorsichtig, wo ihr die Buben Bühnen tun. Dort in jeder einzige Wort du nur Lohn kriegen, was er Arbeit hat. Mir ist das wirklich wichtig, mir ist das sehr viel nicht gut, so wenig ist ich für Gott da. Wenn ich mir den Namen gebe, was er für uns zu tun hat, wenn wir uns das vorstellen und was anderes gekostet auf uns zu raten, warum sind wir für uns so viele Christen, warum tun wir nicht mal für Gott? Als wäre wir haben die erste Leben verloren, oder wie dann tollig uns am Fleisch, das Fleisch gelassen, und wir geben an, und wir tun Sünden zu verten. Dann kommen wir davon auf. Und ich glaube, das ist Hochzeit, wenn es unser Arnd wird, auch mehrmals für Gott stehen. Ich auch du. Kriegst es die Form von der seine Arnd anbringen hat, und der seinen Lohn kriegt für seine Arnd. Und der freut sich total. Freuen eigen du uns zu der Arnd, wo wir haben? Da kann jeder einzelne sich selbst beantworten. Als die das geht, wenn jeder einzelne weiß bei sich selbst, was von Arnd zu was tun. Wenn uns das nicht gut ist, dann werden wir was tun. Mir ist es wichtig, dass wir das tun. Wir sind ein Bürgermeister, er hat uns die Süd gegeben, und der soll wir gehen ausstrahlen, und das Süd, das er uns gegeben hat, das ist das. Das hat er uns anvertraut, mir und die. Und er sagt, gut an alle Welt, und verkündigt das Evangelium zu allen Menschen. Dort verlangt Gott von seinen Kindern, von der Gemeinde. Dort verlangt er nicht vom Prediger, sagt ihr schon sehr. Und er kann das auch tun. Aber wofür wir uns bemühen dort? Ich glaube, wir sollen mehr tun.
Ik glaube, ik zal maar dat doen. We willen ook nu metwerk, wanneer het Halloween is, weil wir dort ondersteunen, als wir das auf Ferien haben. Nicht bloß die Licht mehr an der Tür schließen und hoffen, die kommt keiner an, wir wollen nicht ein Porto von sein. Ich glaube, wir sollen die Menschen dort sein, wo wir nicht wollen ein Porto anhaben. Aber wir wollen, das ist der nu kommende Metwerk, glaube ich, wir wollen dann auch gehen von Haus zu Haus. Ich weiß nicht, ich war Tiet an ein Porto an sein, aber das ist von unserer Kirche, von Milverton. Wir wollen auch gehen von der zu der, aber wir wollen die durch Gospel-Tracks bringen und das Evangelium bringen. Das, was wir geplant haben, diese Halloween zu tun. Und ich sehe mir sicher, dass du warten sehen von Kummens, wie dann das Gebetsfall und am Glauben mit der Hoffnung, dass du was wings Wort von der Süd wird ab dem goldenen Acker fallen. Vielleicht nehmen sie das nicht an. Das ist nicht ab zu mir oder zu dir, das zu entscheiden, das kann die. Aber weil wir Gottes Süd sein, zum Gott in den Arm bringen, wo Gott in gefallen hat, wo wir uns nicht wollen, davon anschmieren, dass unsere Werke werden alle verbrennen, dass wir mal wollen, gut gerat werden, muss so gut so aus den Vier reden. Ich glaube, das soll uns wenigstens anrühren, dass wir wollen uns Leben bekehren und dann sein, hat Gott in gefallen von der und mir? Da war ich von der Smars, die Gedanken, war ich von der Smars, die 4 Tage oder gestern oder gestern, was immer das ist. Hat Gott in gefallen an? Also, wir uns bei der Arbeit vernehmen, dann, so wie Christ, wenn wir in der Kirche sind, ist dort als leicht Christ zu sein in der Kirche. Das ist gleich schwer. Aber was die dort sehen in der Art, der ist auch, dass wir uns bei unserer Arbeit vernehmen, dann. Mit den Mitarbeitern, mit dem Gesetz am Land, mit alles, was wir tun. Weil wir nicht anbahende Menschen sind und das Fleisch ausleben, aber wirklich alle wen, wo wir sind, für Gott leben. Weil Gott hat viel geraten gefallen an, wenn wir alle wen treu sind und vor allem leben, als wenn wir bloß in die Kirche tun. Und ich will jedem einen Mut merken, das zu tun. Und dann werden den Lohn. Een Firma die brengt de art naar bij de wel een loon die wel geld merken damit. En dat is ook fijn. Den fehlt dat geld. Oder een Geschäftsmann. Wenn der Geschäftsmann nicht schaffen deed, door dat hij, wat wordt dat halten? Dat wordt bald alle te niks gaan. Aber den Lohn, den wir wollen kriegen, der wird noch mal was viel Besseres sein als Geld. Wenn Gott wird sein, du hast gut getan, kann man mir direkt an die Treue deiner. Dort ist, was ich will hier, wenn ich vor Gott stehe. Ich will ein Treue deiner sein, ich will, dass ich sehr fertig sein, ich kort gekommen, aber ich kann mich immer wieder frisch abmerken, ich kann mich immer wieder bemühen, und Pferdeweich gehen. Ich kann mehr tun für Gott, als was ich tue. Ich glaube, die meisten von uns wollen keinen Tausch tun. Doch wir können mehr tun, als was wir tun. Wenn wir bloß ehrlich werden. So, weil wir Gott beten um die Gelegenheit, weil wir Gott beten um Weisheit, und dann denken, dass unser Körper ist sein Tempel, und das ist herrlich, weil wir den nicht schon merken, mit den Dingen, was wir hier lesen, mit der Hurerei und der Südparie und all die schlechten Dinge, wenn Gott wohnt an uns Bahn. Wo können wir die Dinge tun, wenn Gott an uns wohnt? Dann sollen wir nicht von der Frucht vom Fleisch haben. Dann sollen wir die Frucht von den Jeist an uns haben. Und das ist mein Ziel. Ich will in Matthäus noch lesen, ich weiß nicht, ob wir genug Zeit haben, aber wir wollen mal anfangen in Matthäus Kapitel 20. Vers 1. Maar dat Himmelrijk is het zo als een Ehendeimer, der tidig morgens ging arbeiten te meiden. En in zijn wijngaarden te arbeiten, als hij zich met einig wordt aan een volle dagloon te toelen, schickt hij aan zijn wijngaarden. En als hij klok 9 uitging, zag hij nach anderen op de marktplaats stonden, die nichts te doen hadden. En hij zei aan, goed je ook aan mijn wijngaarden arbeiden, ik wil je geven
wat reicht das? En zij gingen, en als hij op middag uitging en klok 3 nu middag waren, mir kan dat goed zo. Bij klok 5 ging hij nog eenmaal en vond nog meer zonnen, die zich rumstunden en hij zei te aan, waarom stu je hier een ganzen dag even in donen nisch? Zij zeiden te aan, wils ons kunnen je meid have. Hij zei te aan, dan goed juk aan mijn wijngaarden nan arbeiden. Als hij dus oefend wordt, zei hij te den eigenaar van den wijngaarden, te zijn huisvoerder, roept de arbeider een tool am een loon. Fang beim laatsten an en zo bad den eersten bas. Dan kwam hij de klok 5 gemaakt werden en kregen jeder een volle dagloon. Aber als die bad de eerste kwam, dachten zij würden mehr kriegen, aber sie kriegen auch jeder een volle dagloon. En als zij dort kriegen, grunzten zij über den Huisvoerder en zeiden, diese laatste haben maar eine Stunde gearbeitet und die hast ans Glück gemerkt. Die wie durch den Deus hat, der los gedracht haben, hij baseert te einen van aan, mijn vriend, ik doe die kein Aardig. Warst du die nicht einig mit mir für einen Daglohn, den Tag zu arbeiten? Neem wat die hier en go. Ik word de laatste zo veel geven als die. Darf ik met wat meent als niet doen wat ik wil? Oder best die afjansig, wils ik zo mildrig zijn? Zo worden de laatste in de eerste te laat zijn, wils vele zijn beroepen, aber maar weinig zijn uitgewählt. Dit is wie dat ik van lezen wil. So, des Wijngaardener, de Eigenheimer, der sagt dort, die Menschen stellen sich rum, die haben nichts zu tun, die haben nichts für ihn. Häufig liegt das hier so fern. Die kriegen alle denselben Lohn. Was haben wir klok 5 angefangen, was hat einen Tag über. Und wenn er hier sagt, dass viele sind berufen, wenig sind gewählt, das ist ein klein bisschen schwer zu verstehen. Ich weiß nicht, wer von ihr dort studiert hat, wo das meint. Aber er will sich bloß da, wo die Welt sind. Er sagt, gewählt sei wie alle, berufen sei wie alle, und wenig. Berufen, aber das sind nur wenige uitgewählt. En ik daar een klein beetje studieren wat dat meint, en dat de dichter zegt, hij heeft allen beroepen, maar er zijn maar weinig wat het hemelsrijk oven worden. Er zijn maar weinig wat hij broken kan en zijn recht te arbeiden. Waar wie van de wenigen zijn, en niet van de meerheid. Krijgt dat zegt dat de bruider was, die zeer bruid in de verdomnis je en vele zijn die de boven wonen. De weg die den Himmel geht als schmal, en wenig sind die den fing. Wegens der will nicht. Das ist nicht, dass der nicht kann. Wegens der Herr nicht will. Der will nicht für Gott arbeiten. Der will nicht für Gott tun. Der wollen Gott seine Segnungen alle haben, dass Gott als er lässt reden über die Gute und die Schlechte. Er ist uns alle gut, und das war wir alle. Aber wenn wir für Gott arbeiten, dass wir von der sind, wat den Lohn worden kriegen, en Gott hat gefallen und mir in die, wann wir das tun, en jeder einzige wat kriegen, doen als je Arbeit hat. Wir haben nachbeten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort klar reden wird und dass nicht ein Geheimnis ist für uns. Du hast dein Wort geopenbart durch deinen Jeist, deine Kinder. Bloß die den Jeist nicht haben und die den Kinder nicht sind, die können das nicht verstehen. Die wundern sich, woran bleiben die Menschen und das? Aber wenn sie das Wort hören und glauben, und sie schwacher geboren sind, dann können sie das verstehen. Ich bete Gott, dass wir wollen uns in Segen, dass wir wollen wirklich von dir sein, dass du gut arbeiten für die. Der Tag kommt so busig nur dran, wo unsere Art was für dich tun. Und du wirst wir Rechenschaft geben. Und ich bete Gott, dass wir machen nicht du gut mit Lade hingstehen. Wenn du was sich dort offenbar wiesen, Wort von der Sorte von der Art ist. Ich bete Gott, dass wenn hier Christen sind,
Nu taler ik me aan wat wie meid worden, oder wie fangen so besachen ab zu geben und ich kwak zu fahren und je betsten hängen looten und gleich zwei nun zu andere und kein den Wut mit da und ich bete du wirst uns einen frischen Hunger geben, einen frischen Janker den Wut zu verbreiten. Ich bete Gott, dass du wirst uns mit denen jetzt fallen, dass wir wirklich wollen, dass wir bedenken, wo Gott die uns passen, was du für uns zu tun hast und dass du uns als deine Kinder berufen hast, an der Welt anzugehen, die so zu sein. Und ich bete, wenn hier von der wir aus, der schwere Tiden hat, oder der vielleicht Träge fallen ist, oder nicht mal den Mut hat, und nicht mal den Frieden an sich hat, dass das waren die ersten Dinge tun und Tränen, die kommen. Ich bete, wenn wir von hier gehen und wir wollen gehen, und wir wollen vorsichtig sein, was wir sehen und wo wir ab den Grundbüchern, den du gelegt hast, und dann wo wir in den kriegt du nicht kriegen. Mocht wir vor dir stehen mit einer schmacke, feine Art, einer volle Art, wo du, was du sagst, wo du da geirrt wirst und gefallen hast. Ich danke dir für was du wirst tun. Ich danke dir für den Wort und möchte dir das anschließen an unsere Worten, dass wir das nicht wollen schwind vergeten, aber dass wir das wollen leben. Und wir kicken vorwärts nach den Tag, wo du uns kommst holen und du wirst uns willkommen heißen in dein Reich. Du wirst hinter uns sein. Komm an mijn recht aan en of dat uit je leven, die trui ik nach. Du kijk ik vorwärts nu en du hoop ik op met volle hoopning. Dank je nogmaals voor die woord en dank je voor deze kerk. En die noem ik Heer Jezus. Amen.